Stell dir vor, du stehst draußen in einer klaren Nacht. Du schaust nach oben und siehst einen Stern. Nicht besonders hell, nicht besonders auffällig. Nur ein Lichtpunkt am Himmel. Du denkst, du siehst diesen Stern jetzt, in diesem Moment. Aber das tust du nicht. Das Licht, das gerade deine Netzhaut trifft, hat gereist. Nicht Sekunden, nicht Minuten, Jahre. Dieser Stern könnte bereits zerstört sein. Er könnte heute Nacht nicht mehr existieren. Und du würdest es erst in Jahren erfahren. Warum? Weil zwischen dir und diesem Stern eine Strecke liegt, die so gigantisch ist, dass selbst das Licht Zeit braucht, um sie zu überbrücken. Und diese Strecke, die wird in Lichtjahren gemessen. Und jetzt kommt der Teil, den fast jeder falsch versteht. Ein Lichtjahr ist keine Zeit, es ist keine Dauer, es ist keine Zeitspanne, es ist eine Strecke, eine Distanz, pure Entfernung. Und wenn du verstehst, was das wirklich bedeutet, dann wird das Universum für immer anders aussehen. Das erfährst du jetzt. Willkommen bei Feynman erklärt. Hier geht es nicht um Formeln, nicht um Auswendiglernen, nicht um Prüfungen bestehen. Es geht um echtes Verstehen, so wie es Richard Feynman selbst gelehrt hat. Schritt für Schritt ohne unnötigen Fachjargon, aber mit der ganzen Tiefe, die die Physik verdient. Lass uns beim Namen anfangen. Lichtjahr. 2 Wörter. Das erste Wort Licht, das zweite Wort Jahr. Dein Gehirn hört Ja und denkt automatisch, das ist eine Zeiteinheit. Wie ein Jahr, wie ein Monat, wie eine Stunde. Nur eben für das Licht. Und genau da passiert der Fehler. Ein Lichtjahr ist keine Zeiteinheit, es ist eine Entfernung. Genauso wie 1 Kilometer eine Entfernung ist. Oder eine Meile. Oder ein Lichtjahr. Lass das kurz sacken. Wenn jemand sagt, der nächste Stern ist 4 Lichtjahre entfernt, dann sagt er nicht, es dauert 4 Jahre, um dorthin zu kommen. Er sagt, die Strecke zwischen uns und diesem Stern ist so groß, dass das Licht 4 Jahre braucht, um sie zu durchqueren. Das ist ein fundamentaler Unterschied. Der eine beschreibt eine Zeit, der andere beschreibt einen Raum. Feynman hätte an dieser Stelle gesagt, das Problem ist nicht, dass die Leute dumm sind. Das Problem ist, dass der Name irreführend ist. Wenn wir es Lichtstrecke nennen würden, würde niemand sich irren. Aber wir nennen es Lichtjahr. Und das Wort Jahr täuscht unser Gehirn. Aber jetzt kommt die Frage, die alles dreht. Wie groß ist diese Strecke wirklich? Licht bewegt sich mit 299.792 Kilometern pro Sekunde. Nicht pro Stunde, pro Sekunde. In einer Sekunde legt das Licht die Strecke zurück, die 7-mal um die Erde reicht. 7-mal in einer einzigen Sekunde. Bleib kurz bei mir, denn jetzt kommt der Teil, der wirklich verstörend ist. Wenn Licht in einer Sekunde so weit kommt, wie weit kommt es in einem ganzen Jahr? 9.460 Milliarden Kilometer. 9.460 Milliarden Kilometer. Geschrieben sieht das aus wie eine Telefonnummer. Und dein Gehirn kann mit dieser Zahl nichts anfangen. Nicht, weil du nicht schlau genug bist, sondern weil die Evolution dich für 3 Dimensionen gebaut hat. Nicht für Zahlen dieser Größenordnung. Also machen wir es anders. Wir benutzen eine Analogie. Genau das, was Feynman getan hätte. Stell dir vor, du nimmst die Sonne und verkleinerst sie auf die Größe einer Basketballkugel. Die Erde wäre in diesem Maßstab ein Stecknadelkopf, etwa 25 Meter entfernt. Pluto wäre ein Staubkorn, 300 Meter vom Basketball entfernt. Und ein Lichtjahr, in diesem Maßstab wäre ein Lichtjahr etwa 6000 Kilometer, also die Entfernung von Berlin nach Chicago. Auf einem Basketball-Sonnensystem, in dem die Erde 25 Meter vom Ball entfernt ist ein einziges Lichtjahr so weit wie ein Flug von Europa nach Nordamerika. Und das ist nur ein Lichtjahr. Der nächste Stern, Proxima Centauri, ist über 4 Lichtjahre entfernt. 4-mal Berlin nach Chicago. Auf einem Modell, in dem die Sonne ein Basketball ist. Lass das kurz sacken. Aber jetzt wird es erst richtig verstörend. Denn ein Lichtjahr beschreibt nicht nur eine Strecke, es beschreibt auch eine Verbindung zwischen Raum und Zeit, die dein Gehirn nicht begreifen will. Wenn du nachts auf Proxima Centauri schaust, dann siehst du nicht diesen Stern, wie er jetzt ist. Du siehst ihn, wie er vor 4 Jahren war. Das Licht, das dein Auge trifft, hat 4 Jahre lang gereist, um bei dir anzukommen. Wenn dieser Stern vor 2 Jahren explodiert wäre, du würdest es erst in 2 Jahren sehen und bis dahin würdest du jeden Abend nach oben schauen und einen Stern sehen, der gar nicht mehr da ist. Du siehst nicht die Gegenwart, du siehst die Vergangenheit und je weiter du schaust, desto weiter zurück siehst du. Der Orionnebel, 1344 Lichtjahre entfernt. Du siehst ihn, wie er im Mittelalter aussah.
die Andromeda-Galaxis, 2,5 Millionen Lichtjahre entfernt. Du siehst sie, wie sie aussah, als die ersten Menschenmachen Werkzeuge herstellten. Jeder Blick in den Nachthimmel ist eine Zeitreise, nicht metaphorisch, physikalisch. Du schaust in eine Vergangenheit, die das Licht über Millionen von Jahren zu dir transportiert hat. Warum sollte es dort aufhören? Warum sollte das Licht die einzige Sache im Universum sein, die nicht mit der Zeit spielt? Es hört nicht auf. Es beginnt erst. Okay, lass uns einen Schritt weitergehen. Wenn jeder Blick in den Himmel ein Blick in die Vergangenheit ist, was bedeutet das für dein Verständnis von jetzt? Du denkst, es gibt ein Jetzt. Ein universelles Moment, in dem überall im Universum das Gleiche gleichzeitig passiert. Aber das gibt es nicht, nicht wirklich. Was du jetzt nennst, ist nur das, was dein Gehirn aus den Signalen konstruiert, die gerade bei dir ankommen. Und diese Signale brauchen Zeit. Das Licht von deinem Bildschirm braucht Nanosekunden. Das Licht von der Sonne braucht 8 Minuten. Das Licht von Proxima Centauri braucht 4 Jahre. Du lebst nicht in der Gegenwart. Du lebst in einem zusammengesetzten Bild aus verschiedenen Vergangenheiten. Dein Gehirn kann das nicht. Nicht, weil du nicht schnell genug bist, sondern weil die Evolution dich für 3 Dimensionen gebaut hat. Für eine Welt, in der Entfernungen klein genug sind, dass das Licht augenblicklich wirkt. Aber das Universum ist nicht für dich gebaut. Feynman hätte an dieser Stelle gesagt, das ist keine Schwäche der Physik. Das ist die Physik, die ehrlich zu uns ist über die Grenzen unserer eigenen Wahrnehmung. Aber jetzt kommt der Teil, der deinen Verstand wirklich sprengt. Und dafür müssen wir die Perspektive wechseln. Wir haben die ganze Zeit über das Licht gesprochen, als wäre es ein Reisender, der eine lange Strecke braucht. Aber was passiert, wenn wir die Sache aus der Perspektive des Lichts selbst betrachten? Nach Einsteins Relativitätstheorie vergeht die Zeit langsamer, je schneller du dich bewegst. Wenn du dich mit Lichtgeschwindigkeit bewegst und nur das Licht kann das, dann steht die Zeit still. Für ein Photon, das von Proxima Centauri zu deinem Auge reist, ist keine Zeit vergangen. 0 Sekunden, nicht 4 Jahre, 0. Aus der Perspektive des Lichts existiert die Strecke nicht. Die Distanz, die wir in Lichtjahren messen, ist für das Photon selbst eine Null. Es startet und kommt gleichzeitig an. Für das Licht gibt es keine Reise. Es gibt nur einen Moment. Lass das kurz sacken. Wir messen die Strecke in Lichtjahren und sagen, das Licht brauchte 4 Jahre. Aber das Licht selbst würde sagen, ich habe nicht gereist. Ich war immer schon hier. Das ist keine Magie, das ist Physik. Und es zeigt dir etwas Fundamentales. Was wir als Realität wahrnehmen, hängt davon ab, von wo aus du schaust. Es gibt keine absolute Distanz. Es gibt keine absolute Zeit. Es gibt nur Perspektiven. Das Zugeben von Unwissenheit ist keine Niederlage. Es ist der Beginn echter Wissenschaft. Also, ein Lichtjahr ist keine Zeit. Es ist eine Strecke. Die größte Strecke, die wir kennen, die uns trotzdem erreicht. Als Licht, als Nachricht aus einer Vergangenheit, die vielleicht gar nicht mehr existiert. Wenn du das nächste Mal nach oben schaust, schaust du nicht auf Sterne. Du schaust in eine Zeitmaschine. Und jedes Lichtjahr, das zwischen dir und einem Stern liegt, ist ein Jahr, das das Licht gebraucht hat, um dir zu sagen, ich war da. Feynman sagte einmal, ich kann nicht erklären, was Licht ist, aber ich kann dir sagen, was es tut. Und was es tut, ist unglaublich genug. Wenn dich dieses Thema fasziniert, und ich glaube, es tut es, sonst wärst du nicht bis hierher geblieben, dann lass uns diesen Weg gemeinsam weitergehen. Abonniere diesen Kanal nicht, weil ich dich darum bitte, sondern weil hier Physik passiert, die sich lohnt. Schritt für Schritt, ohne Formeln, ohne unnötigen Fachjargon, aber mit der ganzen Tiefe, die die Physik verdient. Bis zum nächsten Mal.